Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich mal zwei verschiedene Gimbal-Modelle vergleichen. Und zwar ist es zum einen der Psion Crane M2 und der Fiotech G6 Max Gimbal. Beides sind sehr kompakte Modelle, welche sich hervorragend zum Reisen eignen und daher eben auch nur in Kombination mit kompakten Kameras verwendet werden können. Also zum Beispiel eben Kameras mit APS-C-Sensoren, Actionkameras, Smartphones und so weiter, aber eben keine großen DSLR-Kameras. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein, sondern wir schauen uns an, welcher der beiden die bessere Wahl für euch ist. Und dazu werde ich mal ein paar verschiedene Kategorien vergleichen. Also, los geht's! Fangen wir also an mit dem Lieferumfang und hier ist es so, der Lieferumfang ist nahezu identisch. Jeder Gimbal kommt mit einer Schnellwechselplatte, ein Smartphone-Adapter, ein Ladekabel und ein Mini-Stativ, um den Gimbal eben mal irgendwo abzustellen. Der einzige Unterschied ist, beim Psion Crane M2 gibt es noch eine kleine Handschlaufe und der Fiotech G6 Max hat eben noch ein GoPro-Mount dazu und eben diverse Anschlusskabel, wenn ihr eure Kamera mit dem Gimbal verbinden wollt, um diese dann per Gimbal zu steuern. Also in Kategorie Lieferumfang geht der erste Punkt an den Fiotech G6 Max Gimbal, somit 1:0 für Fiotech. Die zweite Kategorie, die wir uns anschauen wollen, ist natürlich die Größe, da wir einen möglichst kompakten Gimbal haben wollen, wenn wir eben viel unterwegs sind. Und wenn ich die beiden jetzt hier mal eben nebeneinander stelle, sieht man schon ganz gut, sie sind fast gleich groß, aber der Fiotech Crane M2 ist eben nochmal ein Ticken kleiner. Deswegen geht der Punkt in der Kategorie Größe eben an den Psion Crane M2. In der nächsten Kategorie gucken wir uns mal das Gewicht der zwei verschiedenen Modelle an. Hier ist es so, der Psion Crane M2 wiegt ungefähr 500 Gramm, während der Fiotech G6 Max 665 Gramm wiegt und somit ein Ticken schwerer ist. Punkt in dieser Runde geht somit wieder an Fiotech. In der nächsten Kategorie möchte ich mal die Verarbeitung der zwei Gimbal-Modelle vergleichen. Hier ist es so, der Fiotech G6 Max ist nahezu komplett aus Metall gefertigt, fühlt sich daher sehr hochwertig an, hat eben hier an den Seiten, wo der Griff ist, auch noch eine leichte Gummibeschichtung, wodurch der Gimbal wirklich super angenehm in der Hand liegt und sich sehr hochwertig anfühlt. Beim Psion Crane M2 ist der obere Teil auch aus Metall gefertigt, allerdings alles hier unten ist leider nur noch aus Plastik, aber wenigstens der Griff hier ist etwas aufgeraut, wodurch er noch relativ gut in der Hand liegt, sich allerdings nicht ganz so hochwertig anfühlt wie der Fiotech G6 Max. Daher geht der Punkt in dieser Runde an den Fiotech Gimbal. In der nächsten Kategorie möchte ich mal ein bisschen die Funktionalität der beiden Modelle vergleichen. Auch hier ist es wieder relativ ähnlich. Beide Modelle haben hier so einen kleinen Joystick. Damit lässt sich quasi über den Gimbal die Position der Kamera steuern. Darüber hinaus haben beide eine Funkverbindung zur Kamera, wenn es denn die Kamera unterstützt. Das heißt, man kann über den Gimbal direkt die Aufnahme starten und stoppen. Und beim Psion Crane M2 ist an der Seite hier noch so ein kleiner Schieberegler und der dient dazu, um eben den Zoom an der Kamera anzupassen. Ist eigentlich ein ganz cooles Feature, aber der Fiotech G6 Max hat hier an der Seite so ein Rädchen. Und mit den Rädchen kann man eben verschiedene Funktionen steuern, unter anderem auch Zoom, geht natürlich durch dieses Rädchen hier deutlich präziser. Allerdings kann man damit auch den Fokus einstellen, also wer gern manuell fokussiert, der wird seine Freude an den Rädchen haben. Sonst kann man das Rädchen eben auch nutzen, um eben die Gimbal-Position anzupassen. Das geht dann auch nochmal etwas detaillierter als mit dem Joystick. Von daher, meiner Meinung nach, geht in dieser Runde der Punkt auch wieder ganz klar an den Fiotech Gimbal.
In der nächsten Kategorie möchte ich einmal die Nutzlast der beiden Modelle vergleichen und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Modellen. Und zwar ist es so, der Scion Crane M2 unterstützt eine Nutzlast von bis zu 720 Gramm und der FireTech G6 Max eine Nutzlast von bis zu 1,2 Kilogramm. Das heißt, der FireTech G6 Max kann eben mit deutlich schwereren Kameras und Setups umgehen, während der Scion Crane M2 relativ schnell an seine Grenzen kommt, wenn man eben zum Beispiel die Sony Alpha 6400 benutzt. Da funktioniert es eigentlich nur mit dem Kit-Objektiv oder mit sehr, sehr kleinen, sehr leichten Objektiven. Daher in dieser Runde geht der Punkt auch verdient wieder an FireTech. Im nächsten Punkt möchte ich einmal die Stabilisierung der beiden Modelle vergleichen und hierzu habe ich ein paar Testaufnahmen gemacht mit der Sony Alpha 6400 und eben mit dem Kit-Objektiv, welches ich jetzt mal einblenden werde. Ihr habt die Testaufnahme jetzt gerade gesehen, habt euch bestimmt schon eine eigene Meinung gebildet. Ich gebe aber trotzdem nochmal meine Meinung dazu. Und zwar ist es so, ich finde im normalen Gehen, im Laufen sieht man eigentlich kaum einen Unterschied zwischen den beiden Modellen. Wenn es dann allerdings zum Rennen geht, gibt es für mich doch einen relativ deutlichen Gewinner und zwar der FireTech G6 Max. Der ist doch eben unter den extremen Bedingungen etwas besser klargekommen mit der Bildstabilisierung, während der Scion Crane M2 schon langsam an seine Grenzen gekommen ist. Ich vermute, es liegt daran, eben an der geringeren Nutzlast, dass der FireTech G6 Max einfach aufgrund der höheren Nutzlast ein bisschen mehr Spielraum hat und eben die Aufnahmen selbst unter extremen Bedingungen noch besser stabilisiert werden können. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch noch auf den Preis eingehen. Das mag für den einen oder anderen bestimmt nochmal ein ausschlaggebender Punkt sein. Ich orientiere mich an den aktuellen Preisen von Amazon. Ich packe euch auch nochmal den Link in die Beschreibung, dass sich diese von Zeit zu Zeit natürlich ändern können und das Ganze in ein paar Wochen oder ein paar Monaten vielleicht schon ganz anders ausschaut. Aktuell ist es allerdings so, der Scion Crane M2 kostet um die 220 € und der FireTech G6 Max um die 300 €. Der Gewinner in der Kategorie ist also der Scion Crane M2. Und somit sind wir auch schon fertig, kommen zu einem Endstand von 5:3 für den FireTech G6 Max Gimbal. Meiner Meinung nach ein verdienter Gewinner, da eben doch in einigen Kategorien nochmal etwas überlegen war zu den ScionTech Crane M2. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den verschiedenen Gimbal-Modellen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst doch ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!